Also ich heiße Eva Mechmeti, bin dreifache Mutter und unser zweites Kind, mittlerweile 31 Jahre alt, ist beidseits implantiert. Also der Florim ist mehrfach behindert. Wir haben, wie er 1 Jahr alt war, eine Hirnstammaudiometrie gemacht, wo festgestellt wurde, dass er gehörlos ist. Unter anderem, er ist auch Epileptiker, er hat eine Störung des Zentralnervensystems und des ersten Motorneurons. Das heißt, er hat so von allem etwas und ist auch ein Autist. Wir haben uns deswegen für ein Implantat entschieden, weil im Grunde genommen eine Kinderpsychologin uns gesagt hat, er kann das eh nicht wahrnehmen. Und da haben wir gesagt, das kann nicht stimmen, weil er alle anderen Sinne so bewusst wahrnimmt und sehr hochsensibel dafür ist, und haben im Zuge dessen eine Hirnstammaudiometrie machen lassen. Und da hat sich gezeigt, dass er wirklich gehörlos ist, und haben uns dann für diesen Schritt entschieden, wobei auch der damalige Chirurg, mit dem wir dann gesprochen haben, gesagt hat, es ist wie ein Sprung ins kalte Wasser, er weiß es auch nicht. Und dieser Sprung war wirklich ein Sprung, wo sich für ihn viele Fenster geöffnet haben. Also er hat seine Umwelt dann wahrnehmen können, und was für uns auch sehr beeindruckend war, vom Chirurgen über Techniker und uns Eltern, dass die erste Anpassung für ihn so beeindruckend war, dass er zum Lachen angefangen hat und wir zum Weinen, weil das sich bestätigt hat einfach, dass wir den richtigen Schritt gewagt haben. Mit 8 Jahren ist er auf dem zweiten Ohr implantiert worden, was noch einmal für uns und auch für ihn im Zuge seiner Entwicklung eine Bestätigung war, weil er auch da mehr zur Sprache gekommen ist. Man darf natürlich auch nicht erwarten, dass er so wie andere Kinder, die sonst keine andere Beeinträchtigung haben, dass er, das war uns klar, nie so zur Sprache kommen wird. Aber das Schöne ist, also das ist so ein Anliegen, was ich auch habe, was ich weitergeben möchte. Es ist natürlich, man darf nicht diese Erwartung haben, dass er super sprechen wird, super hören wird, wobei ich es wage zu behaupten, der Florim hört wahnsinnig gut. Das hat sich auch bei den Hörtests gezeigt. Er hört sehr, sehr gut. Er kann halt nicht so sprechen aufgrund seiner anderen Behinderungen. Florim ist eben mittlerweile 31 Jahre alt, ist in einer geschützten Werkstätte und in einer WG, wo das Thema mit Gehörlosigkeit jetzt wieder interessant wird, weil für uns das schon so ein normaler Alltag ist, dass er ganz normal hört, er liebt Musik und mit uns normal kommunizieren kann. In der WG hat sich jetzt gezeigt, ja, aber wenn er unter der Dusche steht oder schläft, dann hört er halt gar nicht. Und da war die Herausforderung für uns wieder, dass wir aufmerksam machen, was es bedeutet, mit einem Implantat zu leben. Ja. In seiner schulischen Laufbahn war zuerst immer die Hörbehinderung im Vordergrund. Und die anderen Behinderungen zwar auch, aber die Hörbehinderung. Und das hat sich vollkommen geändert. Also in der Schule dann war das kein Thema mehr. Und in der weiterführenden Schule vor allem und auch in der WG zu kommunizieren, obwohl er mehrfach behindert ist, war also nicht die Hörbehinderung das Problem. Ja? Also eher seine autistischen Züge, sein Autismus, der ist, glaube ich, eher ein Problem in der Kommunikation, aber nicht die Hörbehinderung. Durch das Implantat, also er liebt Musik, er hört gerne Musik, und das ist also eines der schönsten Beweise, dass wir das richtig gemacht haben. Und die Implantate sind einfach seine Ohren, also sind ihm sehr wichtig, und er ist, Gott sei Dank, kann das auch selbstständig machen, was uns auch wichtig ist. Es sind seine Ohren. Nach 18 Jahren ist das eine Implantat ist einfach kaputt gegangen, und dann hat es so geheißen, na, okay, der ist halt nur, das ist ihm zu laut, oder die Anpassung und so weiter. Und das ist auch mein Appell an Eltern mit mehrfach behinderten Kindern, dass man auf
so Kleinigkeiten achten muss. Geschwitzt hat er, es war ihm unangenehm, er wollte es dann nicht mehr tragen. Also er hat uns gezeigt, da stimmt etwas nicht. Ja? Und da sind wir dann hartnäckig geblieben und es hat sich gezeigt, es ist wirklich kaputt gegangen und durch die Reimplantation war das gar kein Thema mehr. Ja? Wenn der Akku leer ist oder irgendetwas beim CI nicht funktioniert, dann, dann müssen wir einfach sofort Hilfe in Anspruch nehmen, dass das repariert wird, weil das wirklich für ihn seine Ohren sind und er hören möchte. Das gehört einfach zu ihm. Auch diese Wahrnehmung am Anfang war ja der Versuch, mit Hörgeräten zu arbeiten. Das hat er eigentlich nie wollen. Ja? Also, oder es war wieder mal ein Geräusch oder er hat es eigentlich immer runtergegeben. Und das CI wird das von Anfang an immer getragen. Er hat also von Anfang an profitiert davon. Wenn man sich entscheidet, sein Kind implantieren zu lassen und es ist mehrfach behindert, eben, dass man Kontakt mit anderen Betroffenen hat, um auch da die Erfahrungen auszutauschen, dass es einfach ein längerer Weg ist, der vielleicht auch nie so ausschauen wird wie bei anderen Kindern, die zur Sprache kommen. Dem Florim hat es sehr wohl geholfen, zur Sprache zu kommen oder das gesprochene Wort zu verstehen, indem wir am Anfang mit Gebärde gearbeitet haben. Also ein Beispiel ist eben Ball. Ja. Wenn ich nur gesagt hätte Ball, hätte er wahrscheinlich viel länger gebraucht, das zu verstehen. Ja. Er braucht die Gebärde nicht, aber es war ein Hilfsmittel zum Verständnis der Sprache. Das Zweite ist, was mir auch wichtig ist, achtsam zu sein. Diese Kinder können mitunter nicht sagen, das hört sich jetzt nicht gut an, das Mikrofon, die Mikrofonabdeckung ist jetzt schon so verdreckt, das muss man austauschen. Oder die Anpassung, das ist natürlich sehr schwierig, aber da dran zu bleiben, das ist wichtig. Ich arbeite im pädagogischen Bereich noch und da habe ich mit Pädagogen oft den Austausch, na, der will das nicht oder der kann damit nichts anfangen. Und da wehre ich mich so dagegen, weil das stimmt nicht. Es gibt immer einen Grund, warum diese Kinder das verwehren. Ich habe das nur so erfahren. Ja? Also ich kann nur den Eltern, den Betroffenen ans Herz legen, dabei zu bleiben, nachzuforschen, was ist der wirkliche Grund. Warum dieses Kind nicht so reagiert oder warum es jetzt auf einmal nicht mehr so reagiert. Also nicht nachgeben und sagen, okay, das hilft halt nichts. Und auch wenn die Kinder nicht sprechen können, ihnen so viel wie möglich Sprache, Musik anzubieten, weil das ist die beste Förderung, die wir machen können.